Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Jetzt habe ich mir 3 Farben genommen: Titanweiß, ein kühles Braun und ein Beige. Und damit möchte ich jetzt gerne die obere und untere Fläche also über dem Gold und unter dem Gold, würde ich das gerne ein bisschen schön gestalten. Hier unten mache ich es ein bisschen dunkler und oben was heller. So, erstmal überall ein bisschen Farbe hinmachen, gar nicht so dünn. Und dann können wir mit der Karte so leicht drüber ziehen. Dann gibt es schönen Effekt. Jetzt nehme ich noch hier meinen flachen Spachtel dazu. Damit kann man auch immer also nur die Farbe hier oben, dass nur so ein bisschen hier oben hinkommt, über das Gold. Das sieht auch immer gut aus hier. Seht ihr das? So. Weiß, ich möchte noch ein paar Effekte mehr hier unten haben. So, guck mal. Dann nehme ich mir wieder ein Stück Butterbrotpapier, lege das einfach auf die frische Farbe, so ganz leicht drauf, streiche ganz leicht drüber. Und wenn man das wegnimmt, schaut mal, was das für ein super Effekt gibt. Hier war noch ein bisschen wenig Farbe, da gehe ich noch mit der Karte dann so ein bisschen drüber. Dann gehe ich nochmal mit dem Brotpapier auch dran, gibt nochmal schöne Abdrücke. So, dann lasse ich das unten. Das finde ich gut. Auch hier, das ist so eine Falte von dem Collagepapier, von dem goldenen. Und das gibt auch einen schönen Effekt. Also gefällt mir gut. Hier oben mache ich das gleiche jetzt wieder. Nur lasse das alles ein bisschen heller. Ich nutze einfach die dunkle Farbe, die noch im Pinsel ist, und nehme nur ein bisschen Weiß und Beige dazu. Bestücke erstmal die Fläche mit Farbe. Auch wieder nicht zu wenig. Gehe ich hier wieder mit dem flachen Spachtel mal so drüber. Guck mal, was passiert. Und ganz soft und ganz weich. Guck mal, wie super das aussieht. So lasse ich das schon. Finde ich nämlich gut. Den Rand mache ich so ein dunkelbraun. Diesen kalten Braunton, den wir gerade hier unten auch benutzt haben. Und so ein bisschen nochmal Reste aus dem Pinsel. Und dann gehe ich hier einfach einmal drum.
Ratzfatz haben wir super tolles Bild gemalt. Kann man sich mal schön Mehrteiler machen, also 3 Stück oder 4 Stück so nebeneinander hängen übers Sofa oder sowas. Das ist wirklich ganz easy nachzumachen. Versucht das mal. Und die restlichen Utensilien, diesen flachen Spachtel, den verlinke ich euch auch. Dann einen ganz normalen Malerpinsel, so eine kleine Kunststoffkarte, die hat man meistens im Portemonnaie oder irgendwo liegen, die abgelaufen ist. Die braucht man nicht wegschmeißen, die kann man dann super zum Malen nehmen oder zum Spachteln und halt diese 3 Farben. Und seht mal, was das für ein tolles Bild geworden ist. Ich gucke nochmal hier, dass ich die Rand hier so ein bisschen weiter reinziehe. So. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.